ich morgens aufgewacht und dachte mir so, krass, habe ich das nicht schon früher gemacht? Morgens aufzustehen und zu sagen, okay, ich bin komplett frei den ganzen Tag. Es gibt nichts, an dem ich mich richten muss. Meinen alten Job, der mich nicht erfüllt, der keinen Nutzen hat, für mich auch keinen Sinn hat und auch die Werte der Firma, in der ich gearbeitet habe, einfach mit meinem Wertesystem nicht mehr übereinstimmt. Dann dachte ich mir so, kann ich nicht machen. Ich will da ganz raus aus diesem kompletten System und einfach für mich was finden, was mich erfüllt. Ja, Christian, schön, dass es heute klappt für das Gespräch. Freut mich sehr, dass du nach Nürnberg gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, unsere Wege kreuzen sich ja die letzten Jahre immer öfter. Ja, das tun sie. Ich habe mich kurz erst mal erinnert, wie wir uns kennengelernt haben. Es war ja auf einem Festival und zwar beim Meditieren. Also wir haben uns quasi meditierend kennengelernt. Ja, auf einem Musikfestival vor allem. Musikfestival. Ja. Genau, und seitdem habe ich deinen Weg, dadurch, dass wir uns öfters auch mal treffen, verfolgt und war ja sehr begeistert, oder es hat mich schon so auch inspiriert, wie du die letzten Jahre, was sich bei dir im Leben alles so verändert hat. Also so Veränderung ist ja schon so ein großes Wort, was man da drüber schreiben könnte wahrscheinlich. Ja, das Und stimmt, ja. Hat sich viel verändert. ja, deswegen dachte ich, bist du echt einfach ein guter Kandidat hier für einen Podcast, weil so die Geschichte finde ich jetzt sehr beeindruckend, die Etappen, die du gegangen bist. Und du bist jetzt, ich glaube, es nennt sich Breathwork Facilitator. Ja, genau. Du hast ein eigenes Kleidungslabel, die du vertreibst. Genau. Und ist noch was du gerade machst? Und ja, und ich mache Bodywork. Mache quasi eine Kombination aus Thai-Yoga-Massage und Shiatsu, um quasi auch auf körperlicher Ebene zu arbeiten. Mhm. Ja, so das sind meine drei Pfeiler gerade aktuell, die ich verkörpern mag und auch verkörpere und die meine aktuelle Passion einfach zusammenfassen aus verschiedenen Aspekten, die alle ganz individuell zu mir gekommen sind. So, es ist spannend, wie dann doch alles zusammenfügt, wenn man einfach mal loslässt und schaut, was da so kommt im Leben, wenn man raus in die Welt geht und mal schaut, okay, was will ich denn eigentlich machen? Mhm. Und wirklich offen ist für das, was mir Spaß macht vor allem. Was mir Spaß macht, wo ich einfach den Ansatz habe, dass ich was für mich finde, was mir Spaß macht, was sich gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern was sich wie eine Freizeitbeschäftigung anfühlt, weil dann kann ich das machen. Also jetzt aus aktueller Sicht bin ich der Meinung, mache ich das, bis ich irgendwann tot umfalle. Mhm. Da gibt es jetzt nicht das große Thema Rente, zu sagen, okay, ich möchte jetzt noch 20 Jahre arbeiten und dann möchte ich raus. Das ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, mein Leben so zu gestalten, ja, dass sich einfach jeden Tag gut anfühlt. Und vor allen Dingen auch letztens so über das Wort Urlaub nachgedacht. Habe dann so festgestellt, was ist Urlaub eigentlich? Wer braucht Urlaub eigentlich? Und für mich war so, Urlaub brauche ich dann, wenn mein Leben sich anstrengend anfühlt. Dann brauche ich Urlaub von dem, was ich mache. Aber jetzt die letzten Jahre fühlt sich an, als wenn Urlaub nicht nötig ist, weil jeder Tag sich so anfühlt wie früher Urlaub. Okay. Das ist so das, was sich verändert hat tatsächlich. Wie fühlt sich dein Leben jetzt an, wenn du es beschreiben müsstest? Frei. Frei fühlt sich's an. Frei, alles machen zu können und alles erkunden zu können, was ich möchte. Hingehen zu können, wo ich möchte. Verschiedene Erfahrungen in mein Leben einzuladen, was ich ausprobieren will, einfach an, ob es nun eine Yoga-Ausbildung ist oder ob es in dem Fall eine Breathwork-Ausbildung ist, oder Musikinstrumente zu lernen und das auch mit in meine Sessions einfließen zu lassen. Das heißt, ich suche für mich ständig neue Skills und neue Dinge, die ich ausprobieren kann und auch in mein Leben integriere. Und selbst wenn ich, keine Ahnung, ein Musikinstrument ausprobiere und merke, nee, das ist es nicht, dann lasse ich es los und probiere halt das nächste Instrument. Und so
finde ich Step by Step einfach die Dinge, die wirklich mit mir resonieren, wo ich wirklich merke, dass es kein Ziel gibt zu erreichen, sondern nur allein das Machen schon mich erfüllt. Und das ist einfach, das ist unbezahlbar. Und es ist so verrückt, wenn ich manchmal so nur allein 3 Jahre zurückdenke, wie ich war gefühlt ein anderer Mensch mit einer komplett anderen Realität, einem komplett anderen Leben, anderen Lifestyle. Wie war dein Leben früher? Also, so wie ich dich jetzt sehe hier, du bist so Hippie-Lifestyle, frei, reist durch die Welt. Wie war dein Leben vor dem, was du jetzt machst? Was hast du früher gemacht? Wer warst du früher? Ja, wer war ich früher? Früher war vor 3 Jahren, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, war ich in einem Vertriebsjob in einer großen Firma im Industriesektor und habe dort einfach einen 9-to-5-Job gehabt für gutes Geld mit einem dicken Firmenwagen und einer schönen Wohnung und habe eigentlich auch das erreicht, was mir meine Eltern beigebracht haben, was man erreichen muss, um im Leben dorthin zu kommen, wo man glücklich ist. Und ja, so habe ich es gelernt. Ne? Du musst dich mit 16 entscheiden für einen Job und dann, das habe ich gemacht, bin in der Branche geblieben, habe mich dann vom Handwerker hochgearbeitet über Meisterschule, dann ins Büro gewechselt und dann saß ich plötzlich, zu Corona im Homeoffice vor meinem Rechner, 7 Stunden am Tag, dachte mir, okay, krass, wie bin ich denn jetzt hier eigentlich gelandet? Das kann ich doch eigentlich nicht mein Leben lang machen. Und kam dann tatsächlich auch gesundheitlich Probleme dazu, Burnout-Symptome wie Tinnitus, die mich dazu gezwungen haben, mich runterzufahren und habe es aber irgendwie gar nicht so richtig verstanden, wo es herkommt. Die Ärzte sagen natürlich Stress und ich dachte mir so, stressig ist doch mein Leben gar nicht. Bis ich aufgrund der Krankheit irgendwann einfach viel Urlaub angespart habe, weil man, wenn man krank ist, trotzdem noch Urlaubsanspruch hat und den einfach nehmen musste und dann dachte, okay, was mache ich denn jetzt mit so viel Urlaub? Und habe mich einfach entschieden, das erste Mal in meinem Leben alleine auf Reisen zu gehen. Nach Thailand bin ich da gegangen. Für 6 Wochen war der Plan. Und war interessant, weil super viele Ängste hochkamen. Dieses alleine Reisen hat einfach, hat so Ängste geschürt, ob das mein Ding ist, ob ich mich nicht einsam fühle, ob ich mit der Kommunikation, mit der Sprache, ob ich da nicht irgendwo. Also für dich war allein Reisen war eine Challenge. Das war tatsächlich eine Challenge, ja. Wow. Das war, weil es einfach komplett was Neues war. Davor war ich halt Reisen mit Partnern, also mit meiner Partnerin oder halt mit Freunden. Das heißt, sämtliche Erfahrungen hat man geteilt, Verantwortung geteilt und jetzt das erste Mal alleine los, Unterkunft, alles, niemand kenne ich dort. Und ich war nie der Mensch, der wirklich ein Problem hat, alleine zu sein, aber dann wirklich diese Entscheidung zu treffen, alleine in ein fremdes Land, hat mir schon Angst gemacht. Hat sich erstmal unsicher angefühlt. Und dann natürlich trotzdem durchgezogen, weil ich dachte, es ist jetzt einfach an der Zeit, das auszuprobieren. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, nach einer Woche bin ich morgens aufgewacht und dachte mir so, krass, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Warum habe ich denn nicht schon früher das mal ausprobiert? Weil es einfach ein Gefühl war, was ich einfach nicht kannte, einfach morgens aufzustehen und zu sagen, okay, ich bin komplett frei den ganzen Tag. Es gibt nichts, nach dem ich mich richten muss, mit wem ich frühstücken muss, mit wem ich den Tag planen muss, sondern es ist einfach go with the flow. Ja, und dann einfach in Thailand verschiedene Menschen kennengelernt mit wirklich einem Lifestyle, den habe ich mir so angeschaut und dachte mir so, wow, kann ich das nicht irgendwie auch haben? Ist sowas, ich habe so gesehen, wie die ihr Leben einfach gestaltet haben mit Dingen, die sie einfach erfüllen und habe dort tatsächlich auch interessante Menschen kennengelernt, die mir
eine ganz wichtige Frage gestellt haben. Die Frage war, was ist deine Passion im Leben? Wow. Das war so die Es ist einfach von, irgendjemand gekommen. von einer random Person, die ich im Wasserfall beim Meditieren getroffen habe. Die einfach, nachdem ich mit Meditieren fertig war, haben die noch ein bisschen Trommel und Flöte dort gespielt. Und habe mich mit denen unterhalten und die haben keine Smalltalk-Fragen gestellt, sondern das war die erste Frage. Also kurzes Hallo, wie geht's? Name, Austausch und dann, was ist deine Passion im Leben? Und ich dachte mir, okay, wow, das ist mal eine tiefgreifende Frage von einer random Person. Ja, ne? absolut. Also, Das ist eigentlich ein guter Impuls, oder? So, ja, wenn man das, wenn man super guter Impuls. sowas annimmt. Ja, also im ersten Moment war ich, glaube ich, erstmal so ein bisschen, das hatte mir auch angesehen, er sagte, du musst auch nicht antworten und kannst dir auch Zeit lassen, weil ich glaube so, ich dachte mir so, jetzt muss ich direkt die Antwort rausschießen. Aber über die Frage habe ich noch nie nachgedacht vorher. Mhm. Und dann saß ich da so 2 Minuten und dachte mir so, was ist denn, was will ich mit meinem Leben eigentlich anfangen? Und ja, dann war die Antwort eigentlich tatsächlich dann doch recht schnell klar, dass die Antwort war, ich würde gerne einfach etwas finden, womit ich der Welt was zurückgeben kann, womit ich die Welt zu einem besseren Ort machen kann, wo ich einfach ja dafür sorge, dass es besser wird. Und ja, und dann kam natürlich so die Antwort ist aber ganz schön weit von meiner Realität weg. Weil ich habe einen 9-to-5-Job für ein großes amerikanisches Unternehmen, sitze vom Rechner und da sehe ich keinen Benefit für die Welt. So. Wie kann man sich dich vorstellen? Zu der Zeit hast du damals auch die Tattoos schon gehabt, den gleichen Style? Bist du so in der Firma aufgelaufen? Ja, Hat es funktioniert oder? Also die Tattoos waren schon da. Die Tattoos sind schon viele Jahre da, so knapp, ich denke mal so 7 Jahre oder so sind die schon da. Aber der Style war komplett anders. Der Style war kurze Haare, kürzerer Bart. Ich sag mal Klamottenstil eher dunkel, schwarz. Und es war tatsächlich auch dort ein Prozess in Thailand, weil ich dann dort einfach so ein paar Klamotten gefunden habe, die ich jetzt auch anhabe, die auch letztendlich auch der Style meines Labels sind oder meiner Brand. Und dann haben mich dort Leute regelmäßig angesprochen, so, ja, cooler Style, wo kommst du her? Und ich antworte dann so Deutschland. Und die Frage von denen war, läufst du auch in Deutschland so rum? Und dann habe ich die so angeguckt und dachte mir so, das weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt so einfach nach Deutschland zurückgehen und diesen Style tragen und habe einfach so für mich festgestellt, warum mache ich das eigentlich nicht? Weil diesen Style ich schon getragen habe, aber eher auf Festivals als Kostüm, als wer ich gerne wäre vielleicht. So hat sich das angefühlt, als ich mich da mal so reingespürt habe. Und dann habe ich mich gefragt, warum trage ich das nicht immer, wenn ich es so schön finde, wenn ich das verkörpern will, was ich auf dem Festival zum Beispiel verkörpert habe. Und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt einfach, weil das Einzige, was mich davon abhält, ist, was denken die anderen über mich? Weil natürlich, wenn man anders ist, anders aussieht, die Menschen dich auch anschauen, vielleicht auch judgen, vielleicht auch nicht. Und dann ganz viele Storys in meinem eigenen Kopf kreiert werden, was die Menschen über mich denken. Und dieser Moment, den loszulassen und zu sagen, okay, es ist jetzt egal, was die anderen denken, weil wen interessiert's? Die sehen mich und denken vielleicht, hier, der Hippie-Dude. Und ich sehe den Blick und die drehen sich um und haben mich in 2 Minuten vergessen. Ich aber habe noch denk noch drüber nach, was denkt die über mich, wie komme ich rüber und dann beschäftigt mich das, obwohl die Person mich schon lange vergessen hat und habe ich einfach für mich festgestellt, ich gehe einfach meinen Weg, ich gehe einfach so, wie es sich für mich gut anfühlt. Hast du das Thema bearbeitet? Oder einfach nur gesagt, okay, ich ziehe mich jetzt einfach so an, wie es mir gefällt und ich mache das jetzt so und dann war es gut? Oder hast du da so... Das habe ich dort bearbeitet. Das habe ich dort bearbeitet, weil ich einfach dort gemerkt habe, dass ich mich dort so kleide,
wie ich es halt richtig, richtig nice finde. Mhm. Und dann habe ich mich schon ab und zu dann irgendwo in der Unterkunft oder so mal im Spiegel angucken und denke mir so, krass, wenn du so zurückkommst nach Deutschland, so durch die Stadt läufst oder so, kann ich schon verstehen, dass die Leute erstmal komisch gucken. Ja. Aber von dem Gedanken habe ich mich befreit, dass es mich interessiert. So, ich dachte mir einfach, ja, dann lass ich doch gucken. Mhm. Und seitdem, ja, war einfach eigentlich so der Beginn der Stiländerung. Mhm. Also, Wahrscheinlich auch ein Schritt schon mal in die Freiheit, ne? Also es ist ja auch ja, ein irgendwie eine Schritt, ja, Befreiung von einer gewissen Anpassung, ja, die auf jeden wahrscheinlich die Fall. meisten bei uns haben. Also ich habe so das Gefühl bei uns, wir denken, dass wir uns frei ankleiden können. Ja, aber letztendlich, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel Schuhe. Wir haben alle unterschiedliche Schuhe dran, aber zum Schluss ist es halt immer in einer gewissen Form. Ne? Ja. Also zum Beispiel ein Sneaker oder jetzt ein Lederschuh. Ja, ja. Aber jetzt tragen wir einen Schuh, so einen indischen Schuh, der vorne aufgerollt ist. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Also was, Ja, sowas, genau. was nicht in die Norm passt. Ja. Und dann merkt man schon, dass wir kleidungstechnisch schon sehr eingenormt sind. Weil es gibt so einen gewissen Bereich, der ist einfach okay. Ja, schwarz-weiß, gewisse Farben. Aber wenn es dann so zu bunt wird oder wenn es komplett weiß wird oder jetzt wie bei dir, dann fällst du da halt schon aus diesem Standard-Schubladen fällst du irgendwie raus. Da fällst du auf jeden Fall raus, ja. Fällst du raus. Ja, gerade wenn zum Beispiel alles hell ist. Das heißt jetzt alles in hellen Tönen, sei es weiß oder ein Beige, dann assoziieren viele Menschen das, glaube ich, auch im ersten Moment mit Sekte oder irgend sowas, weil auch das schon vorkam, dass ich durch die Stadt laufe. In dem Fall meint meine Partnerin, ähnlicher Look. Und dann kommen einfach Menschen random an uns vorbeigelaufen und sagen so, kann man in eure Sekte eintreten? Ja. So, und damit musst du halt umgehen können. Damit, ne, darüber war ich mir dann auch bewusst, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, dann prallt das einfach an mir ab. Mhm. Im besten Fall hast du einen lockeren Spruch auf Lager, wenn dir jemand mit sowas um die Ecke kommt. Keine Ahnung, nach dem Motto, wir nehmen doch nicht jeden in unsere Sekte auf, um einfach auch diese Leichtigkeit auch wirklich auszustrahlen. Jetzt, ne, auch mit deinem kompletten Wesen. Und das klappt ganz gut. Mhm. Ja. Wie würdest du es beschreiben, also so der Prozess am Anfang, also wo du noch neu damit reingehst und jetzt? Kommen die Blicke immer noch oder hat sich das auch verändert? Weil, also worauf hinaus will, so meine Erfahrung ist oft, wenn man ein Thema gelöst hat in sich, dann reagiert das Außen auch nicht mehr so drauf. Ist das bei dir auch der Fall? Oder? Nein. Nee. Okay. Also ich werde schon häufig darauf angesprochen. Ja. Aber tatsächlich selten im negativen Aspekt, sondern eher im neugierigen Aspekt, so nach dem Motto, was machst du denn? Oder was ist denn, du siehst so anders aus, was ist denn deine Mission oder was ist denn dein Hintergrund, warum du so aussiehst, wie du aussiehst? Und natürlich ist es auch gewachsen. Ne? Also das gerade als diese Entscheidung war, mich so kleiden zu wollen, wie ich möchte, stand natürlich immer noch der Punkt zwischen mir und diesem Kleidungsstil, nämlich mein alter Job. Mhm. Der sich allerdings auch, ich weiß nicht, da war ich glaube ich dann 2 oder 3 Wochen lang unterwegs. In diesem Zeitraum habe ich dann für mich dieses Kleidungsthema, wo ich dachte so, ich drücke mich einfach kleidungstechnisch so aus, wie ich mich wohlfühle. Und dann kam aber tatsächlich auch ein Moment, wo ich für mich einfach zu dem Entschluss kam, es war mein 40. Geburtstag, war ganz interessant, saß ich am Strand und dachte mir so, ich mache mir einen richtig schönen Tag heute. Und dann kam so ein Gedanke rein, 40, wie lange muss ich in Deutschland arbeiten? Bis 67. Das sind noch 27 Jahre arbeiten. Mhm. Und lag so an diesem Strand und habe dieses Freiheitsgefühl gespürt und denk mir so, krass, ich gehe jetzt in 3 Wochen wieder zurück in mein altes Leben, meinen alten Job, der mich nicht erfüllt, der keinen Nutzen hat, für mich auch keinen Sinn hat und auch die Werte der Firma, in der ich gearbeitet habe, einfach mit meinem Wertesystem nicht mehr übereinstimmt. Und dann dachte ich mir so, kann ich nicht machen. Mhm. Ich kann nicht zurück in für was? Für 27 Jahre? Und diesen Moment ist krass, wenn ich da so zurückdenke, dachte ich mir so,
ich rufe jetzt meinen Chef an. Ich rufe meinen Chef jetzt an, ich kündige jetzt meinen Job. In Thailand. In Thailand, ja. Okay, krass. Ja. Also wirklich, das war jetzt nicht sowas, was lange irgendwie geschwelt hat, Überhaupt nicht. Nein. sondern du hast dann wirklich irgendwie kam so, okay, das kann für mich, für mein Leben nicht funktionieren. Ja. Und hast du dann von Thailand aus direkt angerufen? Ja, ich habe von Thailand aus angerufen. Wie war die Reaktion so in der Firma? Er war super schockt, Aha. weil ich kurz vorher auf eine Position befördert wurde, die eigentlich meine Traumstelle war. Also es war von der Arbeitszeit her war es echt überschaubar und vom Geld her war es, ja, es war eigentlich der Startschuss zur finanziellen Unabhängigkeit, dass ich mir dann keine Sorgen mehr machen müssen, ob ich mir irgendwas leisten kann, einen teuren Urlaub, ein teures Auto oder ein neues Telefon, iPhone, was auch immer nötig ist. Absolut ohne drüber nachzudenken, hätte ich es mir leisten können. Aber trotzdem war in dem Moment so, und es war halt auch völlig ungeplant. Also hätte mir das jemand vor dieser Reise gesagt, dass ich in dieser Reise kündige, hätte ich gesagt, im Leben nicht. Mhm. Das Witzige ist, dass mein Chef noch einen Witz gemacht hat. Er sagt so, aber komm auch zurück. Nicht, dass du dort eine Frau kennenlernst und dann in Australien auf einer Avocado-Farm arbeitest. Hat er so aus Gag gesagt. Und daran musste ich denken, als ich ihn anrief. Und er war halt wie aus allen Wolken und sagte, Christian, warte mal, ganz langsam. Du kannst gerne deinen Urlaub noch ein bisschen verlängern und ruf mich einfach in ein paar Wochen nochmal an. Denk nochmal drüber nach. Ich sage, ja, okay, mache ich. Weil ich natürlich selber auch in so einem Zustand war, in so einem Flimmerzustand. Das war einfach jetzt meine Wahrheit. Ich habe jetzt in dem Moment verstanden, das ist nicht mehr das will ich nicht mehr. Und habe halt dann instant die Konsequenz gezogen, indem ich sage, okay, dann kündige ich halt. Hat er mir nochmal ein paar Wochen gegeben. Ich glaube, 3 Wochen später habe ich ihn angerufen und war halt das Gleiche. War eigentlich noch gefestigt, da habe ich halt noch ein bisschen mehr drüber nachdenken können und habe mich immer wieder damit konfrontiert, wie fühlt es sich denn an, jetzt zurückzugehen und wieder in diesen Job zurückzugehen und diese Tatsache zu haben, dass jetzt die 30 Tage im Jahr Urlaub, da kannst du das machen, wo du wirklich Bock drauf hast, der sogenannte Urlaub halt. Mhm. Und dazwischen bin ich in dem Fall in den Job gefangen, auf den ich keinen Bock habe. Mhm. Wie ging das zusammen? Du hast vorhin erzählt, du hattest auch irgendwie so Burnout-Erscheinungen, also so Art Tinnitus. Ja, genau. So, war das dann davor? Wie ging das zusammen? Das war davor, hat sich da tatsächlich schon gelöst, als ich dorthin, weil ich halt auch lang krankgeschrieben war und habe aber da auch wirklich verstanden, weil es kam immer mal latent zurück und ich habe mich dann immer gefragt, so ich mache den dann zum Beispiel, wenn ich eine entspannte Woche hatte, habe ich in der Woche vielleicht 2 Stunden gearbeitet pro Tag. Ja, das sind dann 10 Stunden in der Woche und trotzdem habe ich mich erschöpft gefühlt. Okay. Und das war einfach so, wo ich mir dachte, so, ich glaube einfach, dass mein komplettes Wesen einfach sich versucht, da rauszuwinden aus dieser Situation, in der ich mich dort einfach befunden habe. In einem Job, wo einfach für mich keine Perspektive ist, wirklich Erfüllung zu finden mit dem, was ich mache. Mhm. Und selbst wenn du dann nur 10 Stunden die Woche arbeitest, das war meine Erfahrung, selbst die 10 Stunden haben mein System so gestresst, dass dieser Tinnitus immer wieder zurückkam. Und Also würdest du auch sagen, wenn da eine Veränderung ansteht, dann kannst du es auch nicht so auf kleinem Level fahren, weil 10 Stunden ist ja eigentlich, wenn du es siehst, ist ja nichts arbeitstechnisch. Vor allem, wenn man es vergleicht, wenn man für was brennt, ja, wenn man mit Passion dabei ist, in 10 Stunden so auf eine Woche verteilt. ja, also ich habe da natürlich drüber nachgedacht zu sagen, weil mein Chef mir auch plötzlich alle Möglichkeiten geboten hat. Er sagt, ja, du kannst ja auch den Stunden runterfahren und kannst das machen und vielleicht auch aus dem Ausland mal arbeiten. Und das war nice, dass er mir das vorgeschlagen hat. Da habe ich richtig gemerkt, so, ja, ich will ganz oder gar nicht. Ich will da ganz raus aus diesem kompletten System und einfach für mich was finden, was mich erfüllt. In dem Moment wusste ich halt nur, was ich nicht will und was ich nicht machen möchte. Aber in dem Moment wusste ich auch noch nicht, was ich machen möchte. Es war erstmal einfach
schon eine Blitzentscheidung, intuitiv, ich gehe da jetzt raus. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also in dem Moment, wo du die Erleuchtung hattest für dich, raus ist ein Job. Wusstest du da schon, dass du Breathwork machen willst oder dass das dein Weg ist oder Yoga oder irgendwas? Ähm, was wusstest du da schon oder wie weit warst du praktisch mit, was kann danach kommen, wenn ich jetzt kündige? Gar nichts. Ich wusste gar nichts, was ich dann machen soll. Also ich habe den Job gekündigt und wusste halt auch, dass, ne, klassisch Deutschland, Kündigungsfrist, 3 Monate deswegen musste ich zurück. Es hat sich, weil ich natürlich auch überlegt habe, ich bleibe einfach hier und der soll den Firmenwagen abholen, meinen Firmenlaptop kann er sich irgendwann später abholen, wenn ich wieder zurück bin. Und habe mich da so reingeführt, dachte mir so, das fühlt sich auch nicht richtig an. Ich möchte schon einen ordentlichen Schlussstrich machen. Das heißt, ich bin dann zurück nach Deutschland, habe meinen Nachfolger eingearbeitet und bin dann raus nach den 3 Monaten und dachte mir so, okay, jetzt weißt du, jetzt weiß ich, was ich nicht machen will, aber was will ich denn machen? Mhm. Und habe mir dann einfach so überlegt, okay, dann, was mache ich? Ich meine, die Erfahrung dieses alleine Reisen hat mich dahin gebracht, die Entscheidung zu treffen, aus diesem alten Lifestyle rauszugehen. Also war für mich naheliegend, okay, ich gehe nochmal alleine los. Und da fiel die Entscheidung, okay, was mache ich? Ich gehe mal für unbestimmte Zeit nach Indien und schau mal, was in Indien so, was es für mich bereithält. Weil ich schon interessiert bin oder war und immer noch bin an Yoga, Meditation und dachte mir so, Indien ist so ein Land, ich glaube, da gibt's einiges zu entdecken. Und habe dann für mich gesagt, okay, ich buche mir ein One-Way-Ticket nach Indien, Mhm. flieg da mal hin und schau mal, was mir da so vor die Füße fällt. Was ich finde, dass ich verschiedene Dinge ausprobiere. Und hat sich einfach wie eine Reise auf der Suche nach meiner Passion, hat sich das angefühlt. Also du hast dir im Prinzip einfach den Raum gegeben zum Ausprobieren. Du hattest so ein bisschen wie so ein Gefühl, was dich hinlenkt. Also, ne, dass es in die Richtung geht, Yoga, Selbsterfahrung und dann, du wusstest aber noch nicht genau, was es ist. Hast du dann schon von hier irgendwie dir Kurse gebucht, bist du einfach nach Indien, hast dann geguckt, was in dein Leben kommt? Ich habe das probiert, klassisch, ne? Ins Internet eingegeben, okay, Yogaschule Indien oder Rishikesh, glaube ich, habe ich so ein bisschen durchgeschaut und habe einfach für mich festgestellt, ich glaube, funktioniert für mich nicht so. Weil ich tatsächlich auch in dieser ersten Reise festgestellt habe, dass die schönen Momente, die schönen Erlebnisse alle ungeplant basiert sind. Sind alle basiert, indem ich einfach ins Vertrauen gegangen bin und ich gehe einfach mal los. Ich gehe einfach mal los und schaue mich dann um vor Ort, was ist da? Lerne vielleicht die richtigen Menschen kennen, die mir die richtigen Impulse geben, die mir vielleicht eine Empfehlung geben. Weil bei Google eingeben, Yogaschule Indien, ja, dann kriegst du 100 Angebote und nach was soll ich entscheiden? Mhm. Und mein Gefühl war, es fühlt sich besser an zu entscheiden, wenn mir jemand eine Empfehlung gibt, wo ich einfach merke, dass die Person ähnlichen Vibe hat wie ich. Mhm. Und ja, deswegen einfach wirklich Ticket gebucht, keine Unterkunft gebucht, einfach hin und dann eine grobe Route rausgesucht, wo ich anfange, in welche Richtung es geht und dann vor Ort Dinge ausprobiert. Mhm. Yoga-Ausbildung gemacht. Was hast du dann gemacht? Welche Ausbildungen? Also was war so der Das erste Schritt? das erste war eine Yoga-Ausbildung, die wirklich mich persönlich nach vorn gebracht hat, vor allen Dingen was meine persönliche Yoga-Routine angeht, aber habe auch ganz schnell gemerkt, ja, so ein Yoga-Teacher, das fühlt sich eher wie so ein Entertainer an. So, ne, weil ich dann dachte, okay, kommst du zurück nach Leipzig oder nach Berlin, wo auch immer, viele Yoga-Studios, gibt es Yogakurse, aber es fühlt sich eher an wie so ein Fitnesstrainer, sag ich mal. So. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, das ist es nicht. Und noch ein, zwei Dinge rumprobiert, interessante Leute kennengelernt, mir Orte angeschaut,
Und dann habe ich einen wundervollen Mensch kennengelernt, der mir die erste Breathwork-Session gegeben hat. Und die ging eine Stunde und ich kam von dieser Session zurück und dachte mir so, wow, was war das denn? Es ist so schwierig in Worte zu fassen, was da passiert ist, weil es auf so vielen Ebenen einfach Veränderung war. Es hat sich einfach nach einer Expressheilung angefühlt. Ich habe mich mental viel leichter und heilsamer gefühlt, aber sogar auf körperlicher Ebene habe ich, als wenn während dieser Session im Rücken eine Verspannung rausgegangen ist, die dort seit Jahren steckt. Und habe es tatsächlich durch meine Daily Practice, durch das Yoga auch gemerkt, dass nach der Session irgendwas sich gelöst hat. Und ich kam zurück von dieser Session und bin wieder ins Sitzen gekommen, habe ihn angeschaut und dachte mir so, das ist es. Das ist das. Warum kennt denn das keiner? Ich habe davon noch nie gehört. Also Breathwork, klar, im Sinne von Pranayama habe ich natürlich schon mal irgendwo gehört oder Wim Hof. Kanntest du Wim Hof zu dem Zeitpunkt schon? Wim Hof kann ich zu dem Zeitpunkt, habe es auch davor schon ein paar Mal probiert, aber die Wim Hof Atmung ist eine ganz andere Erfahrung als diese Rebirthing-Session, die eine Stunde, ist letztendlich eine Stunde intensives Atmen. Ist auch relativ lang, ne? Also eine Stunde, da passiert schon was. Da- Also wenn man Wim Hof macht, ich habe jetzt noch keinen getroffen, der das eine Stunde macht. Nein, das ist so, Wim Hof so 20 Minuten. 20 Minuten, ne? Halbe Stunde, so, das ist, aber Ja. wenn das jetzt eine Stunde durchziehen wird, das ist schon, wahrscheinlich passiert dann auch richtig was. Wahrscheinlich passiert dann auch richtig was, ja. Ja. Nur dort war es halt einfach so, dass das auch angeleitet war und auch mit verschiedenen anderen Techniken noch, die da verbunden wurden, in dem Akupressurpunkte gedrückt wurden, um auch Emotionen, ich sag mal, so ein bisschen loszulösen, weil das Feeling war einfach, du fängst an mit Atmen und irgendwann geht irgendwas auf, ein Schmerz. In dem Fall war einfach, hat sich ein Schmerz gezeigt, den ich gar nicht so richtig beziffern konnte, wo der herkommt. Und während dieser Session wurde dieser Schmerz aufgelöst. Und so hat es sich angefühlt. Hat sich einfach angefühlt, als wenn ich dort eine Heilsession erlebe. Nur durch mich selbst, nur durch meinen Atem. Und ich bin halt direkt danach zu ihm und sag so, bring mir das bei. Ich will das lernen, ich will das mit meinen Freunden, ich will das mit meiner Familie teilen, ich will das mit nach Hause nehmen und anderen Menschen zur Verfügung stellen und zeigen, weil ich einfach instant das Feeling hatte, da ist einfach Heilung drin. Da ist einfach Heilung möglich auf diesem Weg. Wie ist die Heilung passiert bei dir? Also was ist da passiert? Hast du geweint oder wie ist das Trauma? Hast du das Trauma einfach ausgeatmet oder wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da, wenn da Heilung passiert beim Breathwork? Da passiert ihr Release. Das ist letztendlich, verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist erstmal erstmal so eine leichte, so ein Anflug von Stress erstmal kommt, weil ich merke, da kommt irgendwas hoch, da will sich irgendwas zeigen. Und dann plötzlich kam eine Wut raus, die eine Wut rausgeschrien habe. Und nachdem die Wut raus war, hat sich plötzlich Schmerz gezeigt. Das heißt, ich habe dann angefangen mit Weinen und dachte mir, krass, wo kommt das denn her? Und es war einfach eine wilde Reise von verschiedenen Emotionen und tatsächlich auch ein Feeling, was ich vorher nicht kannte, nämlich, dass verschiedene Emotionen gleichzeitig da sind. Freude und Schmerz, Freude und Trauer zum selben Moment. Und es hat sich erstmal so overwhelmed angefühlt, so für mein System. Aber auch befreiend. Weil es sich anfühlt, als wenn es notwendig ist, in dem Fall wirklich diesen Schmerz nochmal zu spüren, aber den Atem zu nutzen, um sich da durchzuarbeiten, sich da durchzuatmen und zu merken, das ist was Altes. Das ist was Altes, was in meinem System feststeckt. Und habe auch natürlich schon in ganz vielen Büchern gelesen, dass Emotionen im Körper feststecken bleiben. Und kognitiv habe ich das schon verstanden und auch öfter darüber gelesen, aber es dann wirklich zu erfahren, die Erfahrung macht einfach den riesen Unterschied, dann wirklich zu spüren, das, worüber die alle reden und worüber die alle geschrieben haben, die großen Meister im Yoga und so weiter. Das stimmt. Es stimmt wirklich und es funktioniert wirklich durch eine Stunde atmen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann das nur bestätigen. Also ich merke jetzt auf meinem Weg, mit jedem Trauma, mit jedem
Thema, das ich mir gelöst habe, wird mein Körper freier. Es steckt irgendwo drin. Ja. So, und manchmal merkt man das auch, wenn man danach auf Toilette geht, also der Körper ist dann auch im Giften oder man riecht anders. Und tatsächlich hatte ich, also manche Blockaden, die ich mein Leben lang hatte, die sind über innere Arbeit, also auch über Breathwork oder andere Geschichten dann nach und nach wirklich weggegangen. Die sind raus aus dem System. Das ist eine nachhaltige Veränderung, also die dadurch passiert. Also was habe ich bei mir festgestellt? Es verändert definitiv den Menschen Mhm. nachhaltig. Vor allen Dingen meine Generation, ich bin halt auch so aufgewachsen, so über Gefühle sprechen, Gefühle fühlen. Das wurde halt unterdrückt. Klassiker als Kind, was ich gehört habe, ist Indianer weinen nicht. Ne, hör auf mit heulen, sonst klatsche ich dir eine. Das waren so Das ist schon eine das waren so die Ansage. Inputs, die ich als Kind bekommen habe einfach. Und dann habe ich einfach zugemacht. Ich habe dann einfach auch 20 Jahre, glaube ich, gefühlt nie geweint oder beziehungsweise auch überhaupt nie gelernt, über Gefühle zu sprechen. Wie fühle ich mich denn eigentlich gerade? Mhm. Ich meine, wir fragen ganz oft Menschen, hey, wenn man jemanden sehen, hey, wie geht's? So als Floskel ganz oft. Und die meisten Menschen sagen, gut, oder wie fühlst du dich? Ja, fühle mich gut, aber was ist denn mit gut gemeint? Wie fühlst du dich denn wirklich? Und das ist halt einfach auch was ich für mich gelernt habe, da mehr in mich reinzuspüren, wie geht's mir denn eigentlich? Wie geht's mir denn eigentlich gerade? Ich glaube, es ist auch gesellschaftlich nicht so okay, einfach dann zu sagen, okay, mir geht's nicht so gut, weil dann ist irgendwie auch Stille. Also ich glaube, viele wissen dann auch gar nicht so umzugehen. Das ist, man war dann gut und halt, oh Mist, jetzt habe ich diese Frage gestellt, es geht's dir nicht gut, was mache ich denn jetzt damit? Ja, So, weil, klar, das ist so, ne, auch vielleicht eine Erwartung, dass es uns auch immer gut geht irgendwie. Aber es ist ja nicht die Realität, wenn man mal genauer hinfühlt, kann es ja durchaus sein, dass mir vielleicht auch in dem Moment jetzt gerade nicht so gut geht. also wenn wir uns mal die Gesellschaft anschauen, insgesamt ist es sogar eher wahrscheinlich so, dass es den meisten Menschen eher nicht so gut geht, aber sie sagen, es geht ihnen gut. Mhm. Ich weiß auch, vielleicht ist das auch einfach so, um den anderen vielleicht nicht zu belasten. Oder vielleicht, weil du gerade sagst, weil vielleicht die Gegenperson sich auch unwohl fühlt, wenn ich sage, mir geht's gerade nicht so gut. Mhm. Weil vielleicht die Gegenperson auch denkt, die muss das Problem jetzt für mich lösen. Mhm. Muss sie aber nicht. Es ist einfach nur, dass ich mich mitteile, dass es mir gerade nicht so gut geht. Aber das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie das gerade Rücksicht auf mich nehmen musst. Das ist ja nicht der Grund, sondern wenn du mich fragst, im besten Fall antworte ich dir einfach ehrlich auf die Antwort und du nimmst es einfach so wahr und dann kann man schauen, ob sich der Raum aufmacht oder ob überhaupt der Raum dafür da ist, da Ja. jetzt überhaupt tiefer einzugehen. Absolut, ja. Weil muss ja auch nicht sein, weil wenn jemand sagt, es geht mir gut, sage ich ja auch nicht, warum denn? Warum geht es dir denn gut? Das wird ja dann auch nicht hinterfragt. Aber insgesamt, wenn ich mich so umschaue, ist halt auch, sehe ich viel Traurigkeit in der Gesellschaft, viel psychische Krankheiten nehmen zu, Depressionen, Suchtkrankheiten und so weiter und so weiter. Und gerade dieses Breathwork-Tool habe ich für mich einfach auch festgestellt, ist einfach auch ein Tool, womit du genau da ansetzen kannst. Okay. Das hat mich interessiert, also du hast damals die Ausbildung gemacht und seitdem machst du ja auch viel Breathwork. Kannst du mir beschreiben, was hat sich seitdem in deinem Leben geändert? Also wirklich von Start bis jetzt, was macht Breathwork mit dir? Was kannst du wirklich auch feststellen in der Realität? Was hat sich geändert in deinem Leben? Dass ich Vielleicht zu einfach früher. mehr sehe, wo meine, ich sage jetzt mal, Glaubenssätze oder auch Muster, die ich sonst unbewusst fahre, mehr und mehr ans Bewusstsein kommen. Mhm. Das heißt, Dinge, die sonst im Unbewusstsein basieren, indem ich auf irgendwas reagiere, vielleicht auf Trigger von außen durch Familie, durch Freunde, durch Partner, durchs Breathwork einfach mehr ins Bewusstsein rutschen und ich merke, wow, warum triggert mich denn jetzt diese Aussage vom Außen so sehr, dass ich merke, dass ich plötzlich meine Stimmung sich verändert. Davor war ich ganz entspannt und plötzlich sagt meine Partnerin zum Beispiel was zu mir und ich switche direkt in so einen Verteidigungsmodus. Und früher war das so, ich switche in den Verteidigungsmodus und dann ist der Verlauf des Gesprächs, ich fühle mich angegriffen und gehe dann auch ein bisschen in den Angriff, in den Gegenangriff und dann schwingt sie das nach oben und durchs Breathwork, dadurch, dass ich dann mehr mir meiner Emotionen und meiner Gefühle bewusst werde, merke ich, oh wow,
da kommt gerade was hoch, aber das will ich ja gar nicht. Das will ich ja eigentlich gar nicht ich, sondern es ist vielleicht ein verletzter Anteil oder eine Erinnerung an die Vergangenheit, wo ich mal in so einer Situation war und ich mich verteidigen musste und einfach jetzt verstehe, muss ich gar nicht, sondern ich kann damit ganz anders handeln und ganz anders umgehen. Und das ist eigentlich so der größte Benefit. Der größte Benefit. Cool. Mehr Bewusstsein in all die Dinge, die im Leben passieren, zu bringen. Sei es zwischenmenschlicher Umgang, sei es auch die eigenen Gedanken, die eigenen, das viel mehr basiert, okay, dass ich mich zum Beispiel merke, ich judge mich selbst für wo ich ganz vermeintlich einen Fehler gemacht habe, merke ich jetzt so, warte mal, du hast einen Fehler gemacht, das ist okay. Aber lern im besten Fall aus dem Fehler und judge dich nicht für den Fehler und mach ihn nächste Woche wieder, sondern halt wirklich das einfach viel mehr Sicht auf das große Ganze basiert. Das ist der größte Benefit für mich, ja. Also du würdest auch sagen, das ist bewusstseinserweiternd. Du machst dein Bewusstsein auf, du erkennst mehr. Das ist auf jeden Fall bewusstseinserweiternd. Okay. Ja. Also es ist, weil vor allen Dingen auch am Ende der Session ist es, wenn ich den Verlauf so drüber nachdenke, am Anfang ist man viel im Schmerz und viel in der Wut oder in verschiedenen, wie wir es definieren, negativen Gefühlen. Geben wir den Gefühlen ganz oft einen negativen oder positiven Aspekt. Und am Ende der Session, egal wie schwer es am Anfang war, ist der Verlauf tatsächlich nicht nur in einem Glücksgefühl, sondern tatsächlich in etwas Höheres, in eine Glückseligkeit. Und das zu spüren, verändert auch enorm was, zu merken, okay, ich kann all meine Gefühle und Emotionen auch selbst steuern und selbst immer wieder die Entscheidung treffen, ich kann jetzt auch einfach in die Freude kommen. Weil ganz oft wir uns gar nicht darüber bewusst sind, wir wachen auf und sind vielleicht schlecht drauf und wenn wir aber wirklich mal drüber nachdenken, wer wir sind, wie es uns geht, gibt es da eigentlich gar keinen Grund für. Ja, das ist spannend. Also das ist, ich habe es erst vor kurzem auch gesagt, also ich empfinde es so, wir haben ein gewisses Spektrum, vor allem wenn wir Zustände schon erlebt haben, also wenn wir wissen, wie sich Freude anfühlt oder Liebe oder Dankbarkeit, je öfter man diesen Zustand erlebt hat, dann ist der ja schon da. Er ist da. Und dann ist man vielleicht morgens in einem schlechten Zustand, in der Wut oder im Zorn oder irgendwas, was einen beschäftigt. Und wenn man dann bewusst ist, kann man wirklich von dem einen Zustand rausgehen und ganz bewusst wechseln. Es klappt nicht immer, wenn das Thema halt dran ist, aber ich merke schon, dass man da so ein gewisses Spektrum hat man einfach selbst in der Hand. Das kann eine bewusste Entscheidung sein, wie fühle ich mich denn heute? Wie will ich mich heute fühlen? Ja. So, wenn man das mal, ich würde sagen, vielleicht auch freigeschalten hat, ne? So dieses Gefühl, wenn das Spektrum ein bisschen breiter wird, wo man sich vielleicht so einen Handlungsspielraum hat, ne? So in seinen Modis, den man irgendwie empfindet. Ja, das ist halt das geilste Feeling eigentlich, dass du, wenn du dir darüber bewusst wird, dass du es selber steuern kannst. Dann hast du jeden Tag einfach die Möglichkeit für dich zu switchen. Verhaltensflexibilität, das war so das Wort, was ich gesucht habe. Also hast du dich wieder. Ja. Wie ist es, wenn man ein gezieltes Thema hat? Also wenn ich jetzt zum Beispiel habe, ich weiß schon irgendwie, ich habe da noch ein altes Thema, sei es jetzt mit den Eltern oder ich trage irgendwie ein Päckchen mit mir rum. Kann ich das gezielt mit Breathwork lösen? Ja. Oder würdest du sagen, Breathwork schnappt sich einfach das, was jetzt halt gerade dran ist? Also es ist tatsächlich individuell, weil mit einer Intention reingehen ist immer hilfreich. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die zum Beispiel an der ersten Session, weil es wirklich auch ganz, ganz oft vorkommt, dass Menschen mehrere Sessions in Folge buchen, um einfach tiefer in den Prozess reinzukommen, die der Meinung sind, die haben ein Thema mit ihrer Mutter und im ersten Session bearbeiten sie das Thema und dann sind die mit der Session fertig und denken sich, bin, glaube ich, noch nicht ganz durch. Und dann kommen die am nächsten Tag wieder und plötzlich kommt aber ein Vaterthema hoch, weil das Unterbewusstsein vielleicht den Raum aufmacht, da ist noch viel mehr als das, was du vielleicht gerade bewusst wahrnimmst. Und wir sind manchmal der Meinung, wir wissen, wo es herkommt, aber es ist manchmal einfach auch viel komplexer. Dass vielleicht sogar der Raum aufgeht für noch 1, 2 andere Impulse, die irgendwo herkommen. Aber prinzipiell ist es auf jeden Fall
gut, wenn du schon mal Bewusstsein reinbringst, wo habe ich denn ein Thema und das Thema mit in die Session bringst, dann kannst du da extrem tief eintauchen und kannst auch für dich Erkenntnisse gewinnen, wo es herkommt, und kannst es auflösen. Und es geht teilweise sogar auch so weit, dass Erinnerungen hochkommen an Momente, zum Beispiel nach der Geburt. Wow. Ich hatte zum Beispiel eine Session, wo ich mich einfach plötzlich daran erinnert habe, wie ich nach der Geburt von meiner Mutter weggenommen wurde und in einen vermeintlich anderen Raum gebracht wurde. Was ich mir erstmal nicht erklären konnte und dann plötzlich mich dieses alleingelassen Gefühl so extrem gefühlt habe, dass ich mir dachte, okay, wow, was ist das denn für ein unangenehmes Gefühl? Und dann auch für mich gecheckt habe, okay, das hat sich vielleicht bis ins jetzige Alter gezogen, dass da eine latente Angst ist, allein zu sein. Und dann habe ich meine Mama angerufen und hab mit ihr gequatscht und hab sie gefragt, so wie, gab's da irgendwas? Haben die mich nach der Geburt irgendwie von dir weggenommen? Und sagt sie, ja, klar. Quasi zum Wiegen, ja, Das war ja früher so. Dieser klassische Prozess, der basiert, das ist erstmal wichtiger, das Kind sauber zu machen und zu gucken, wie viel es wiegt. Und es klingt verrückt, wenn ich das jetzt sage, aber es ist wirklich, ich habe mich dran erinnert, dass ich von meiner Mutter weggetan wurde in einen anderen Raum, wo es kalt war und dann auch wieder zurückkam. Auch diese Erinnerung war da, aber dieser Moment war mir gar nicht bewusst, dass ich Zugriff auf Momente habe, die so weit zurückliegen. Sehr unbewusst erstmal sind. Ja. Aber genau das macht Rebirthing halt. Weil natürlich auch viele Ereignisse, Traumata in der ganz frühen Kindheit basiert sind, die wir uns kognitiv nicht erinnern können, die uns aber im Körperbewusstsein einfach immer noch von unserer Potenzialentfaltung abhalten. Die uns davon abhalten, wirklich das zu machen oder das Leben zu leben, was wir wirklich leben wollen. Klar. Ja klar, ich meine, wenn du es nicht machst, also wenn du nicht dein Traumleben lebst oder das Leben genauso, wie du es dir vorstellst, dann muss ja irgendwas in dir sein, was dich davon abhält. Ja. Also irgendwo ist da eine Angst oder ein fehlendes Vertrauen, dass du nicht losgehst und dafür gehst, wofür du brennst. Ja. So kommt das her, ne? Wo kommt das her? Ja. Und ich kann das bestätigen, was du sagst. Ich habe das auch im Breathwork, bin ich teilweise so tief gekommen, wo ich gedacht habe, wow, das also auch so Geburtsgeschichten, so ganz am Anfang. Und ich konnte es richtig durchfühlen. Ich konnte den Schmerz fühlen, den ich als neugeborenes Baby empfunden habe. Oder die Angst, diese Emotion. Ich meine, ja, du warst ja auch bei mir schon in meinen Räumen zum Breathwork und du kannst ja aus eigener Erfahrung sprechen, was da wirklich für Felder aufgehen, über die wir uns im Traum nicht drüber nachgedacht hätten, dass das passieren kann. Mich würde noch interessieren, das interessiert bestimmt auch Leute, die jetzt zuschauen, wie arbeitest du? Also, was macht dich aus? Wie gehst du vor? Ich kombiniere tatsächlich verschiedene Sachen. Das heißt, ich mache Gruppensessions. Und die Gruppensession ist eigentlich eher so als Teaser gedacht, dass die Menschen mich mal spüren, wer ich bin, was ich mache, wie es fühlt sich's an. Und ich kombiniere letztlich Breathwork mit achtsamer Berührung. Das heißt, ich habe auch Bodywork-Ausbildung gemacht, Thai-Yoga-Massage-Ausbildungen, holistische Massage, wo ich diese Aspekte mit reinbringe, weil ganz oft auch Emotionen, wie ich vorhin schon sagte, im Körper gespeichert sind, die durch Berührung, sei es auf achtsamer Ebene oder teilweise auch durch die Drücken von Mama Points, beziehungsweise eine Art Akupressurpunkte sind das, diese stecken gebliebene Emotion released wird. Das heißt, manchmal merke ich, dass die Menschen, die atmen und ich merke, dass da was im Anmarsch ist, aber es kommt nicht so richtig, dann kann eine achtsame Berührung oder einen Druck halt auch dafür sorgen, dass es released wird. Oder indem ich halt Impulse reingebe, indem ich dir Dinge in dein Ohr flüstere, die dich vielleicht dran erinnern an die Power, die du wirklich hast. Und es ist so spannend zu beobachten, wenn man die richtigen Worte findet, die meistens intuitiv basieren, das ist nicht nach einem Skript oder die richtigen Körperpartien berührt, dass dann einfach der Prozess losgeht.
Und das Ganze verbinde ich tatsächlich auch mit Musik. Das heißt, ich bringe Trommelmusik mit rein, ich bringe Soundhealing mit rein, mit tibetanischen Bowls. Und der, der nächste Step wäre dann wirklich eine 1:1 Session, eine 1:1 Begleitung, wo ich wirklich eine Stunde lang an dir dran bin und wirklich dich durch deinen Prozess begleite. Weil natürlich, was ich festgestellt habe, das Wichtigste, um diese Prozesse loszulassen oder aktivieren zu können, ist Sicherheit. Und Menschen fühlen sich unterm Strich am sichersten in einem Raum, wo alle Gegebenheiten sind, um sich fallen zu lassen. Und das ist manchmal in einem Raum mit einer Gruppe einfach nicht möglich. Als Beispiel, ihr habt dort eine Frau liegen und 3 kräftige Männer, die dort atmen und releasen und schreien. Und die Frau hat vielleicht ein Thema mit Übergriffen von männlicher Seite, dann wird die in dem Raum niemals ein Release stattfinden, wird niemals Heilung basieren. Und auch da achte ich drauf, dass wenn ich zum Beispiel merke, die Männer zum Beispiel sind extrem laut und gehe ich halt zu den Männern und fahre die Männer runter, weil für mich ist es wichtig, nicht den größten Release rauszufordern, weil dann können die ja auch zu einer 1:1 Session kommen, sondern dass sich alle im Raum sicher fühlen. Und deswegen würde ich dann in dem Fall quasi zu den Männern gehen, würde die Männer runterfahren, dass die Frau ihr Nervensystem sich wieder beruhigt. Das ist so. Und dann halt auch zu sagen, okay, zu der Frau gehen, pass auf, lass uns mal eine 1:1 Session machen, lass uns mal eine 1:1 Begleitung machen, vielleicht auch eine 3-Tages-Begleitung und lass uns mal schauen, was wir da arbeiten können. Wie funktioniert eine 3-Tages-Begleitung? Also macht man dann mehrere Sessions am Tag oder ist eine am Tag? Genau, 3-Tages-Begleitung wäre zum Beispiel in dem Fall, dass an 3 Tagen in Folge jeweils eine Session ist. Und eine Session ist letztendlich aufgebaut mit, der Start ist erstmal ein Check-in. Wie geht's dir? Was ist da? Wie fühlt sich's an? Und halt auch so ein paar tiefgreifende Fragen, so, keine Ahnung, wie ist die Connection zu den Eltern, zu deinem Partner, zu deinen Kindern, um einfach, weil die Fragen ganz oft direkt auch was aufmachen bei der Person, was sie dann direkt in der Session bearbeiten kann. Dann geht die Session eine Stunde atmen und hinten raus ist dann erstmal noch ich nenne es ganz gerne, eine Segelphase, wo integriert wird, wo das Erlebte erstmal integriert wird und drüber einfach mal die Seele fallen lassen, baumeln lassen und dann halt Nachgespräch. Und das halt 3 Tage in Folge und da basiert halt ganz viel. Es basiert schon in einer Session viel, aber wenn man wirklich 3 in Folge macht, da ist einfach so unglaublich viel Raum da, um zu schauen, was ist denn da eigentlich los? Worauf kann ich denn schauen? Woran kann ich denn gern arbeiten? Wo ist Heilung möglich und nötig, um in dein Potenzial, in deine Kraft zu kommen? Um zu erkennen, was hält mich ab? Also ich kann's bestätigen. Wir haben ja auch zusammen schon eine Breathwork-Session gemacht und ich habe über die letzten Jahre echt viel auch probiert und gemacht. So. Du hast schon, so habe ich es wahrgenommen, wirklich ein unglaubliches Talent, genau den Punkt zu finden, der gedrückt werden muss. Ich weiß, in der letzten Breathwork-Session, da war es so an der Hüfte und du bist hergekommen und du hast hier gedrückt und das war super sensibel hier und dann hast du hier gedrückt gehalten und dann ging wirklich da der Schmerz raus. Und ich weiß, allein wäre ich da nicht dran gekommen. Das hätte sich nicht gelöst, aber du hast irgendwie wie so einen Impuls gesetzt, nur die leichte Berührung von dir war es auf einmal und dann, bam, ging das auf. So, und das ist kraftvoll, also es geht auch wirklich tief. Also ja, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, glaube ich, so mit einer Einzelsession, weil klar, dann, wenn man jetzt noch nicht so gewöhnt ist, vielleicht auch, ne, so diesen Schmerz rauszulassen oder auch zu weinen vor anderen, dann kann natürlich auch ganz schnell irgendwie eine Scham entstehen. Weil das geht halt einfach tief, das platzt dann raus. Ich konnte es in dem Moment, ist es rausgeplatzt und dann ist die Kiste halt offen, dann muss die raus. Ja. Und dann haben wir tatsächlich aber auch der Support von dir und das ist Durchatmen, dann ging das relativ schnell durch. So ein Minütchen und dann irgendwie wurde, okay, das ist jetzt irgendwie durchs System. Also ich empfinde tatsächlich, dass man mit Breathwork, es ist wie so ein Turbo im Vergleich zu, wenn ich das mit der Meditation mache. Ja. So. Es ist ein Turbo, ja. Gerade auch noch diese Punkte am Körper drücken ist auch nochmal ein Turboknopf, der nicht für jeden gedacht ist. Für Menschen, die ein extrem sensibles Nervensystem haben, würde ich nicht direkt damit anfangen, sondern das ist einfach wirklich, das ist auch der Hauptpunkt, der in der Ausbildung einfach, in der Breathwork-Ausbildung einfach
der Mainpunkt war, ist Intuition. Vertraue auf deine Intuition, weil das ist einfach ein Tool, was in jedem von uns steckt, aber was wir einfach verlernt haben, auf unsere Intuition zu hören. Ich meine, wir kennen das so aus dem Bauch, was sagt unser Bauch? Und unser Verstand ist ganz oft nicht der beste Berater, sondern was für mich wirklich, das ist für mich eines der größten Learnings der letzten Jahre, auf das Körpergefühl zu hören. Das heißt, wenn irgendwas ist, also auf dein Körpergefühl. Auf mein Körpergefühl, ja. Auf die Intuition, ist das der richtige Weg oder nicht? Und das ändert dann halt auch wirklich alles. Und es ist halt, für mich, sehe ich jedes Mal, wenn ich dann in dieser Segelphase am Ende vor diesen Menschen sitze und nochmal Revue passieren lasse über die Session, dann denke ich mir so, was für eine geile Arbeit. Was für eine geile Arbeit, Menschen dabei zu begleiten, in ihre Power zu kommen, in ihr Potenzial zu kommen. Und da gibt's kein Ende. Da gibt's aktuell, wenn ich so drüber nachdenke, ich werde hier nur besser. Ich werde in dem, was ich mache, werde ich einfach ein Meister über die Zeit. Und das ist so interessant, weil ich dachte mir so, in den Job, den ich vorher gemacht habe, war ich echt gut. Ich war echt gut in meinem Job. Ich war echt gut in einem Job, den ich nicht gerne mache. Wie gut kann ich denn sein und werden in etwas, wofür ich wirklich brenne, was ich richtig geil finde, wo ich den Benefit merke für die Welt, ich schon gut werden kann in etwas, was ich nicht gerne mache, da ist das Potenzial halt. Und das in die Welt rauszugeben, I love it. Es ist einfach... Aber es ist ja schon wirklich jetzt so ein krasser Schritt, wenn man bedenkt, wo du vor 3-4 Jahren warst, was du jetzt machst, die Story. Und wie sich das fügen kann, was möglich ist, das ist schon wirklich beeindruckend. Weil, wie du aber jetzt drüber erzählst, das ist ja, wie du verkörperst das, ist authentisch, das ist echt, du machst es halt. Also ich denke manchmal ein paar Jahre zurück und gucke mir alte Fotos an und denke mir so, wow, was ist passiert in den letzten 3 Jahren, ist so viel passiert, und hätte mir das jemand vor ein paar Jahren erzählt, ich hätte es nicht geglaubt. Klar. Ich hätte es nicht geglaubt, dass ich irgendwann dieses Leben führe, was ich jetzt führe. Und da ist noch lange nicht Schluss. Absolut. Da kommt noch, das geht immer weiter. Es geht jetzt los. Ja. Und wenn ich wirklich mal auf den Zustand, auch auf den mentalen Zustand, auf den körperlichen Zustand schaue, wie geht es mir körperlich, mental, emotional, dann sind die letzten 3 Jahre die geilsten Jahre meines Lebens. Früher dachte ich, je älter man wird, umso langweiliger wird das Leben, umso mehr komme ich in den Trott rein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, die Erfahrung habe ich auch, sobald du anfängst, deine Bestimmung zu leben, wird es lebendig. Ja. Und es ist wirklich nicht so das Ankommen, so der Weg ist das Ziel. So einfach diesen Weg zu gehen, macht einfach schon unheimlich viel Spaß und belebt und irgendwie schafft Motivation. Und ja, ich meine, große Lehrer haben schon gesagt, der Weg ist das Ziel. Und das klingt so einfach, aber so fühlt es sich an. Weil es gibt gar kein Ziel aktuell. Das Ziel ist einfach zu gucken, was noch kommt, was ich noch mit reinbringen kann, was noch an neuen Skills dazu kommt und wie ich auch immer besser werde in dem, was ich tue. Und halt auch das Bewusstsein da reinstecke und was ich auch in jeder Session habe, dass ich unglaublich dankbar bin dafür, dass ich damals den Mut hatte, einfach aus diesem alten Leben rauszugehen. Und das ist so spannend. Ich hatte diesen Notfallplan. Ich dachte so, ich mache das jetzt. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich ja wieder in den alten Job zurückgehen. Das war so mein Notfallplan, mein Sicherheitsanker. Ich weiß gar nicht, schon eine Weile her, dachte ich mir so, das ist Quatsch. Diesen Plan B gibt es nicht mehr. Dieser Plan B ist absurd, weil dahin zurückzugehen, no way. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen gibt es Plan B nicht mehr, sondern nur noch Plan A. Nach vorne. Einfach nur nach vorne, ja. Cool. Ja, ich glaube, wir zwei, wir könnten noch ein paar Stunden hier erzählen. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie lange.
Ist die Zeit schon rum? Ich würde so langsam Krass. ans Ende kommen. Aber Ja, es ist ich, like this. ich würde ich noch gerne fragen, also wenn du, für die Leute, die sich jetzt bis zum Ende angeguckt haben und so ein bisschen deine Story auch gehört haben, wenn du jemand außen, der jetzt gerade merkt, wow, ich stecke vielleicht noch in meiner alten Situation fest, in einem Leben, das sich noch nicht ganz rund anfühlt, was kannst du den Menschen empfehlen zu tun? Gibt es da irgendeine Message, was du ihnen gern mitgeben würdest, um, ja, Keine Angst zu haben. Keine Angst vor Veränderung zu haben. Und wirklich, das ist meine Erfahrung, raus aus der Komfortzone. Weil gefühlt Wachstum wirklich außerhalb der Komfortzone basiert. Innerhalb der Komfortzone wird sich nie viel verändern. Und dass es vor allen Dingen auch nie zu spät ist, den Schritt zu machen. das ist schön. Es ist einfach niemals zu spät. Und über eins bin ich mir sicher, wenn du dann in ein paar Jahren zurückschaust, wirst du dir denken, so, zum Glück habe ich diesen Schritt gemacht. Weil das ist mein Feeling, was ich gefühlt jeden Tag habe, zurückschaue und mir denke so, yes, das war die richtige Entscheidung. Let's do it. Ja, let's do it, ja. Besser spät als nie. So ist es. Ja. Und wenn er wirklich nicht weiter weiß, dann soll er zu einer Breathwork-Session zu mir kommen. Dann können wir das Ding auf jeden Fall angehen. Perfekt. Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass du deine Geschichte auch so offen erzählt hast. Es war mir eine Freude, dir zuzuhören. Und ja, wow. Danke auch für deinen Weg und auch danke für das, was du in die Welt bringst. Und kann auch jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ja. Breathwork mit dir ist auf jeden Fall sehr speziell. Im Ja. positiven Sinn ist wirklich, wirklich toll. Und wenn ihr nicht in meiner Nähe seid, könnt ihr das natürlich auch mit jedem anderen. Aber probiert es einfach mal aus, weil es einfach lebensverändernd ist. Absolut. Ja. Gut. Dankeschön. Vielen Dank.